Die Weltpremiere auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Ja, Peter ist hier, ja, von Kaabe. Du machst den Vertrieb mittlerweile mit mehreren Kollegen, aber du hast das Ganze so ein bisschen initiiert. Kaabe ist schon fast eine Seuche, muss man sagen. Alle stehen auf Kaabe. Wenn du einen Kaabe fährst, so viele gibt es ja nicht, ja, dann sind die Leute da und sie gucken ganz verwundert, weil wir haben viel Werbung für Kaabe gemacht, aber es ist richtig gut, oder? Richtig gut und glücklich sehen wir auch viel mehr Kaabe auf die Straße. Und der Grund ist auch, dass wir so eine tolle Zusammenarbeit haben. 3,5 Tonnen. So, das ist, und du kennst ja viele Fahrzeuge. Da steht 3,5 Tonnen drin und dann machst du irgendwie, was weiß ich, du packst einen Flugkoffer ein und dann hast du 4,1 Tonnen. Du sagst aber, das Ding hat 450 Kilo Zuladung. Circa. 480 sogar. Also wir haben unsere kleinere Reisemobile gehabt auf 3,5 Tonnen auf Fiat-Basis, was ganz schöne und gute Fahrzeuge sind. Aber wir haben ganz viele Nachfragen wegen Mercedes. Und das war uns ganz wichtig, dass wir eine richtige Kaabe bauen können auf Mercedes-Benz. Das ganze Fahrzeug ist nicht so lang, 750 LGB. Das ist bei euch meistens die Länge, 7,50 Meter? Ja, stimmt, 7,45, ja. Das ist so Breite, ist noch nicht ganz klar. Der Prototyp ist gerade erst fertig geworden. Der ist in Schweden gebaut worden, wurde eingeflogen oder wie? Ja, fast. Also wir haben das Fahrzeug in 2 Wochen bauen müssen, aber es sieht richtig gut aus. Aber das Fahrgestell kam ganz spät. So, das ist jetzt eine neue Produktlinie. Sie heißt Novum X750 LGB. Es hat Innovation Design drauf. Ja, also es ist eine richtige Kaabe mit die volle Ausstattung, wie man das auch bei Kaabe kennt. Wir wollten ein nicht so großes Reisemobil haben, auf Mercedes-Benz mit genug Zuladung und das ist am allerwichtigsten. Das heißt vorne das Fahrerhaus, alles wie wir das kennen, in der gleichen Qualität? Ja, gleiche Qualität. Und natürlich mit den Eigenschaften von Kaabe, also mit Heizung, Ventilierung und Isolation. So, du bist schon ein paar Jahre jetzt hier auf dem Stand, ja. Hast du das Gefühl, dass die Leute speziell hierher kommen? Also nebenan ist Fendt und so weiter und so fort, dass die dann sagen, okay, weil ich sag mal so, Hand aufs Herz, die Messe ist mittlerweile doppelt so groß wie vor 2 Jahren, als die Pandemie da war. Ja. Gibt unglaublich viele Aussteller. Ihr könnt liefern. Wir können liefern, das ist am wichtigsten. Weil wir sagen, in Skandinavien sind wir sehr stark, wir sind sehr bekannt. Mittlerweile sind wir so wie in Deutschland, aber in aller Exportmärkte auch bekannter geworden. Aber hier können wir noch wachsen. Und wir haben die Vereinbarung, ich habe die Vereinbarung mit der Geschäftsführung, dass alles, was wir hier verkaufen können, dass das Priorität hat. Und wir können liefern garantiert ab September bis spätestens Juli nächstes Jahr. So, wir hatten ja jetzt einen X780 Royal, der wirklich ganz toll ist und da habe ich viele Sachen testen können. Das ist einmal das Thema Straßenlage. Unglaublich. Das heißt, du hast hinten eine breite Hinterachse. Alco? Alco. Und ja, ich weiß, was du sagen willst, weil das Komfort mit einem Kaabe-Reisemobil, das kann ich erklären, aber das muss man erfahren. Und die Erfahrung, die hast du. Also er liegt wie ein Brett auf der Straße. Ja. Das ist wirklich so. Du kannst damit Landstraßen du kennst das sind so Überlandbusse. Und die fahren richtig schnell auf der Landstraße. Und da habe ich mich dahinter gehangen. Und normalerweise schwankt der Aufbau. Hier schwankt gar nichts. Es klappert nicht. Nein, und das ist auch wegen der guten Zusammenarbeit mit Alco. Naja, aber ihr habt vieles hier geändert. Das heißt, der Schwerpunkt sehr tief. Die breite Hintenachse, ich sag mal auch Ausstattung, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ihr habt immer Vollausstattung bei den Basisfahrzeugen mit dabei. Ja, natürlich, ja. Ich glaube, das Einzige, was man dazu wählen kann, ist noch Abstandstempomat und so weiter. Aber der Rest, Full LED, Automatik mit drin, großer Motor. Großer Motor, 170 PS. Ja, 170 PS fühlt sich an wie 210 PS. So was habe ich noch nie erlebt. Nee. Der geht ohne Ende und das ist sensationell. Du hast wirklich, ich sag mal, in Drehmomenten Anzug. Das ist gut, weil der schwächelt normal ein bisschen, der Mercedes-Benz, das muss ich ehrlich sagen. Aber hier in Verbindung auch mit dem 87er. Dann stand ich ja, muss ich ehrlich sagen, auf einer Allradmesse mit meinem 87er. Ja? Und der stand mitten im Hof drin, weil die haben mich da parken lassen als Pressefahrzeug. Ja? Die Leute haben sich die Augen ausgeschaut und normalerweise gucken die, ich sag mal, auf einer Allradmesse, kennst du selber, da guckt keiner die Weißware. Nee, aber bei Kaabe ist anders. Ja. Ist anders. Und wir sind jetzt beim
Novum und das wird garantiert ein Erfolg sein wegen die 3,5 Tonnen. Wir haben natürlich das Führerscheinproblem in Holland zum Beispiel, aber auch in Finnland. Es gibt viele Länder, in der Schweiz. 3,5 Tonnen ist ganz, ganz wichtig und das war bei Kaabe natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die meisten Fahrzeuge so viel größer sind. Aber hier haben wir 3,5 Tonnen mit genug Zuladung. So, Kaabe ist nicht ganz billig, muss man sagen, denn das Ganze ist ein spezielles Konzept, minus 50 Grad, es ist winterfest, es hat Doppelboden durchgehend, von vorn bis hinten, es hat eine Alderheizung, all das ist hier auch drin. Alles ist drin und wir bauen das nicht für 3 Wochen Urlaub, wir bauen das für 3 Monate Urlaub oder das ganze Jahr und auch diese neue Novum ist dafür gebaut. So, hier schauen wir gerade. Die innere Länge 4,680 Meter. Das Ganze ist auf dem letzten Moment fertig geworden. 2 bis 4 Personen. Ja. Ein Hubbett gibt es nicht, oder? Gibt es auch. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir haben die Light Version, das ist dieser, oder Heavy Version und das geht dann bis 4.250 Kilo. Und dann hat man auch unter anderem ein Hubbett. Gehst du davon aus, dass die Führerscheinproblematik 4,25 Tonnen, weil das wurde jetzt auch diskutiert, ja, zumindest mal in Deutschland, sind die gar nicht so ab davon, dass die sagen, 4,25 Tonnen im Reisemobilbereich, das würde gehen? Also man arbeitet schon so lange dran, aber es sieht jetzt ein bisschen konkreter aus, dass diese 4 Tonnen, dass das wirklich kommt. Aber wann genau, das weiß kein Mensch, aber hoffentlich in das nächste Jahr oder 2 Jahren. So, das Fahrzeug kann jetzt natürlich keine 2,45 Meter breit sein. Es ist ja auf Gewicht optimiert. Es ist ca. 10 cm schmaler. Ja. Das Besondere aber ist wirklich der ganze Wandaufbau. Du hast Aluminium mit drin. Ja, wir haben nicht gespart auf die Qualität. Und das ist das Besondere auch daran. Ja. Rückfahrkameras mit eingebaut. Heckgarage, darf ich mal reinschauen? Natürlich. Und das ist auch eine tolle Sache. Wir haben mit unseren Kunden und Händlern, das sind auch Kunden, haben wir viel besprochen, auch Sachen, dass wir ändern müssen. Und eine davon war die Höhe von der Garage, haben wir gemacht. Die ist viel höher wie normal. Und dann werde ich mal zeigen. Moment. Das ist, wie es normal ist. Und dann siehst du sofort, hey, was ist hier los? Wir haben hier eine schöne Garage, aber es ist nicht hoch genug. Aber wenn wir dann die 2 Fahrräder haben, dann machen wir ganz einfach so hoch und das geht von beiden Seiten und da hast du genug Platz für 2 Höhefahrräder. Da ist ein Stoßdämpfer drin, Gasdruckstoßdämpfer. Ja. Wenn du mal gerade noch mal runterziehst, das mal zeigst, das macht übrigens Carthago auch. Die haben in der Queensbed-Variante haben die so eine Garage patentieren lassen. Ihr habt es anders gemacht. Bei euch drückt man einfach drauf. Mach noch mal bitte auf. Sensationell. Jetzt ab Werk, Lithium? Ja, aus Zubehör möglich. Möglich. Hier sieht man, sehr schön, Warmwasserheizung, umlaufen, komplett, ja. Staufächer. Innen drin hast du diesen Teppich mit drin, der die Feuchtigkeit mit aufnimmt. Ja. Wenn wir schreiben immer minus 50 Grad, wir planen ja jetzt eine Schwedentour, das ist realistisch da oben im Winter, oder? Ja, also ich bin das auch nicht gewohnt, aber sag mal, minus 30 Grad, das ist wirklich ganz normal im Winter in Schweden. Und wenn man höher geht in Schweden, das Land ist groß, dann ist mit minus 50 Grad auch möglich. Ja. Und du siehst, wir haben hier Kältebrücke und dann gibt es, wie du schon gesagt hast, die zusätzliche Heizung hier bei den Garagetüren. Auch auf der anderen Seite kannst du das noch besser sehen. Mhm. Und der Wagen ist vollgepackt. Das ist so, das heißt, für den Transport kann ich das machen. Wenn man das Ganze jetzt schließt, ich sag mal, ihr musstet euch ja viele Gedanken um die Tür machen. Du kannst ja nicht eben so eine neue Tür bauen. Das ist eine riesen Herausforderung für euch, oder? Ja, ja. Das ist gut gelungen. Ihr habt eine Zentralverriegelung, die auch funktioniert. Ja. Sehr schön. Ich muss dir noch etwas zeigen und das ist ganz schön. Wir gehen mal vorne. Das ist ein schöner Highlight. Wenn die andere Seite auch zu ist, dann sieht man auch direkt, dass wir bei Kaabe sind. Das Logo ist ganz schön projektiert. Man kauft natürlich nicht so ein tolles Fahrzeug nur wegen das, aber das sind doch schöne Sachen, womit wir auch Rechnung gemacht haben. Das habe ich nicht verstanden. Ihr habt das Logo einfach aufgedruckt auf den Teppich? Ja, natürlich. Ja. Nein, du kennst es aus PKW-Bereich und wir haben gedacht, hey, für so ein tolles Fahrzeug müssen wir das bei Kaabe doch auch machen. Wir haben hier die Fußbodenheizung auch im Innenbereich. Ja. Das ist das Thema Kältebrücken. Gerade der, ich sag mal, Fahrerhausbereich,
Da siehst du sehr, sehr schön, das ist eine Wärmematte drin. Wenn man die hochhebt, heb sie mal hoch, das kann man sehen. Das kann man nicht. Kann man nicht hochheben? Nein, weil das ist eine Fußbodenheizung. Da ist Wasser drin. Wasser geheizt, ja, ganz genau. Und ja, was du schon gesagt hast, wir haben hier als Hersteller natürlich ein Problem mit der Kältebrücke. Und jeder Hersteller sagt, ja, wir haben das so organisiert, wir haben das so gebaut, dass es auch bei ganz niedrigen Temperaturen passt und dass man Komfort hat. Bei Kabe hat man richtig Komfort. Und eine Sache, und da sind wir einzigartig in, ist diese Heizmatte. Also eigentlich Fußbodenheizung. Gibt es auch eigentlich in jedem Kabe, selbst im Van habt ihr es eingebaut, aber man muss jedes Mal den Leuten erklären, hört mal zu, das ist so. Auch die Drehschemel, die haben eine hohe Qualität, sie lassen sich sehr leicht drehen, ohne dass man tausendmal hin und her machen muss. Die Leder, ich sag mal, Sitze sind beledert, das ist auch ein Thema, der kommt so. Der kommt so. Also wenn der Kunde Lederbezüge bestellt, dann sind auch die Stühle vorne sind auch echtes Leder. Ja. Dann das Design. Das ist so eine Geschichte. Kabe ist dafür bekannt, ein, ich sag mal, zeitloses Design zu machen, was so ein bisschen den nordischen Charakter stilisiert. Ja. Wenn jemand da nicht drauf steht, dann soll er halt was anderes kaufen. Aber die Leute stehen drauf. Die wollen zeitloses Design haben. Ja. Das Thema Mercedes-Benz, ich sag mal, ist den Leuten wichtig. Und habt ihr verschiedene Polsterfarben? Wir haben verschiedene Möglichkeiten für Polster, Stoff, Leder, verschiedene Farben. Und wir bauen das Reisemobil für ganz viele Jahre und das muss auch ein bisschen neutral sein. Wir gehen mal kurz rein. Das Ganze ist jetzt grau gehalten. Wir haben Holz auf dem Boden, aber graues Holz. Sehr schick. Sehr schick, hä? Ja. Dann das Fenster, ist es größer geworden? Ja, viel größer. Wir haben ein Skyview gemacht und was auch ganz gut gelungen ist hier im Vorderbereich mit den Oberschränke. Du siehst hier auch dieses Teil, was so ganz schön wegläuft mit einer Spalte. Das ist natürlich wegen die Umluft, weil Heizung ist eine Sache und Isolierung, aber es geht auch um die Ventilation und das ist so eine Sache, womit wir immer rechnen bei Kabe Reisemobile und Wohnwagen. So 3,5 Tonnen. Du hast bei mir immer erzählt, naja, damit wir seriös die Fahrzeuge verkaufen können, seit Jahren erzählst du mir, dass das geht nicht unter 3,5 Tonnen. Aber der Markt muss sowas haben. Also die Leute, ich sag mal, werden immer älter, die Führerscheine immer weniger. Das muss funktionieren. 450 Kilo Zuladung heißt aber auch, man muss ein bisschen besser planen. Man kann jetzt nicht, ich sag mal, die Haarmilch 30 Liter, 20 Liter, 5 Kästen Bier, das geht nicht. Nee. Und wir haben natürlich die 3,5 Tonnen gehabt auf Fiat-Basis. Und ganz ehrlich, super schöne Fahrzeuge, aber wir haben sicher auch in Deutschland von vielen Kunden gehört, schönes Fahrzeug, aber warum auf Fiat? Und das hat natürlich auch ein bisschen mit Image zu tun, aber die Ausstattung von Mercedes ist wirklich fantastisch. Also das geht so gut zusammen mit Kabe. Also hier sind wir in ein richtig schönes Reisemobil, womit wir auch sicher Erfolg haben. So, machen wir was ganz Schlimmes, wir machen mal die Tür zu und schließen sie ab, denn das glaube ich, mach mal zu bitte wieder. Ich weiß ja, wie es geht. Du musst reindrücken. Sehr schön. Ja, ich hatte den gleichen Mercedes. Ich muss sagen, ich habe ihn auf Herz und Nieren getestet. Und was? Ich nicht, weil wir haben dieses Reisemobil wirklich am Donnerstagnachmittag reingefahren. Also so viel Zeit habe ich noch nicht gehabt, um wirklich gut rumzuschauen. Aber mach mal bitte volle Suppe Licht, dass wir mal sehen, was Kabe zu bieten hat. Denn das Thema Lichtdesign bedeutet, dass du ein Moodlight hast, was du mit dem Knopfdruck einfach anschalten kannst. Das heißt, wenn du abends in den Wagen kommst und sagst, jetzt möchte ich mal ein gedämmtes Licht haben, ein Knopfdruck. Ja, so alles was grün ist, ist eingeschaltet. Und jetzt machen wir so. Und dann siehst du das automatisch, die Deckenlampe zum Beispiel, und in direkte Beleuchtung geht aus. Und jetzt hast du eine romantische Stimmung. Jetzt kannst du runterkommen ein bisschen, oder? Ja. So, wir kommen langsam mal runter. Sag mal, Messe ist ja hier schon voll Stress, oder? Ach, aber Messe, schöner Stress. Oder? Schöner Stress, das sind gute, positive Sachen. Aber ich muss auch sagen, wir haben immer Stress. Aber dieses Jahr war es extrem. Wegen die Lieferschwierigkeiten bei unseren Lieferanten. Das hat jede Marke. Das haben wir bei Kabe natürlich auch. Mach mal bitte das Licht nochmal an, sag mal gerade so nett, dass wir das Ganze mal sehen. Denn das Thema Lichtdesign ist euch extrem wichtig. Das Ganze ist zentral gesteuert über Bussystem. Das habt ihr schon ganz lange. Wenn die Leute jetzt neuerdings Bussysteme einführen, dann, ich sag mal, da kannst du nur lachen, weil ihr habt seit Jahren die Zusammenarbeit mit Dometic, habt ein eigenes Panel mitentwickelt. Ja. Das heißt wie das Panel? Das Panel heißt Smart D.
Und früher haben wir nicht so ein System gehabt, aber es gab so viele Schalter und so viele Kabel auch, dass falls etwas passiert, dann ist es auch bei unseren Kunden in der Werkstatt schwierig, um das zu beheben. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Lösung und das ist seit Jahren ist das SmartD und das ist auch ein Erfolg. Und das haben wir auch erweitert. Das ist ein Computer, wobei wir, wenn wir neue Funktionen haben, auch ziemlich einfach einführen können. Das Besondere ist, dass alle Endgeräte sind dran. Der Kühlschrank ist hier über SmartD bedienbar. Ja. Die Klimaanlage ist bedienbar. Die Heizung ist bedienbar, die alte Heizung. Ja. Wenn man alles, oder? Alles. Wir haben zum Beispiel eine neue Funktion, eine Neuheit für dieses Jahr und das heißt bei uns Smart Level. Haben wir auch eingeführt in SmartD. Und auf Termin auch auf dem Handy verfügbar, dass man sehen kann, wie voll ist meine Gasflasche, wie ist der Reifendruck und wie ist das Level, das Niveau von das Reismobil oder Wohnwagen, ist auch drin. Nicht serienmäßig, aber optional ist das verfügbar. Wenn das einer haben möchte. Und bei Imperial serienmäßig. So, wir schauen mal gerade hier vorne, das Licht ist neu. Ja, eigentlich alles ist hier neu. Also die indirekte Beleuchtung haben wir noch nie gehabt in die Reisemobile. Also ich meine hier vorne in diese Kunststoffteile. Stimmt. Ganz schön. Das ist gut. Setz dich mal rein. Dass wir mal sehen, denn das hier ist die gute Stube. Das ist das Sitzpolster. Die Farbe heißt wie von dem Polster? Das weiß ich nicht. Ja, grau. Also das hat einen neuen Namen, aber es ist die gleiche wie Lexington letztes Jahr. Lexington, so, das macht man mit dran. Es gibt verschiedene Pakete, die man mit dazu buchen kann. Es gibt hier wahrscheinlich auch das Spoilerpaket zum Beispiel, Designpaket. Ja, Designpaket, Komfortpaket und viele Kunden bestellen natürlich die 2 Pakete und dann ist man immer noch gut in der Lage, um Sachen mitzunehmen. Hast du auch noch genug Zuladung? So, hier ist es. 3,5 Tonnen. 4 Sitzplätze, ja, aber das optimale 2-Personen-Fahrzeug, würdest du sagen, ja. Also wenn mal jemand mitfährt, dann geht das, auflassbar ist es. Ja. Die Länge ist okay, also ich merke jetzt gar nicht so viel Unterschied zum 87er im Moment, oder? Nee, das geht, ja. Die Breite fällt auch nicht auf, ist interessant, der 87er ein bisschen breiter, aber... 87er ist doch viel breiter, das merkt man hier in der Gang, aber hey, das ist hier 3,5 Tonnen, dann hast du viel Platz. Den Tisch kann man absenken. Hier überall ist die Warmwasserheizung drunter. Ja. Hier ist alles aufgedoppelt. Das ist hier auch wieder diese Kältebrücke und das haben wir gelöst mit einem zusätzlichen Konvektor in der Boden. Der ganze Boden ist doppelt. Das bedeutet, also hier hast du nicht direkt das Blech drunter, oder? Es ist doppelt, aber in dieses Modell ist es nicht zusätzlich noch Stauraum. Das nicht. Wir haben nur bei den voll integrierten Modellen die Möglichkeit, um auch die doppelte Boden auszunutzen und dass man Stauraum hat. Geht um die warmen Füße. Das heißt, du bist nicht direkt am Blechboden. Wie Nein. Und das kann ich erklären. Wir haben das auch schon mal gemacht mit diesen Querschnitten, Sven, wo ich ganz genau zeigen kann, wie wir das gebaut haben. Aber das ist Sandwich, das stimmt. Ja. Das Ganze ist ja minus 50 Grad. Was mir aufgefallen ist am Bodensee, es heizt sich nicht so schnell auf. Nein, genau. Es ist, du sagst, niedrige Temperaturen, aber die Vorteile im Winter haben wir auch im Sommer. Und es gibt viele Kunden, die mögen keinen Schnee oder Eis und die wollen auch nur nach Südeuropa gehen und dann hat man die Vorteile natürlich auch. Ja, das Coole ist bei euch, ihr könnt die Dekomaterialien bei Ikea kaufen, weil ihr kommt aus Schweden. Wir kommen aus Schweden, ja. Und Ikea ist ja das Merkmal, aber Carbo kommt direkt dahinter, oder? Was ist noch aus Schweden? Was ist noch bekannt? Aus Schweden? Ja, bei Carbo meinst du oder in Schweden allgemein? Firmen, die aus Schweden kommen. Fallen dir noch bei ein außer Ikea? Ja, Volvo. Auch. Volvo, genau. Ja, ist jetzt Indien, oder? Chinesisch auch, aber Zusammenarbeit mit aber die bauen immer noch in Schweden, oder? Ja. Einige Modelle, glaube ich. Aber ich kenne mich besser aus mit Reisemobilen, muss ich sagen. Sehr cool. Werterhalt, der absolute Hammer. Also du kannst die Fahrzeuge, wenn du sie im Moment kaufst, bedenkenlos kaufen, denn du kriegst keine gebrauchten Carbo im Moment, oder? Naja, das hat einerseits damit zu tun, dass wir in die Vergangenheit, also 10 Jahre her, haben wir noch nicht so viele Reisemobile verkauft als wie heute. Also wir brauchen ein bisschen Zeit, aber das kommt. Aber im Moment ist alles schwierig erhältlich, auch die Gebrauchsfahrzeuge. So, das hier ist quasi der Nummer 0 oder ist es schon der zweite? Das ist die Nummer 0, ja. Den habt ihr gebaut vor 3 Wochen? Ja, quasi. Wir haben vorher noch nie einen gebaut? Nein, wir haben das natürlich schon lange her geplant, aber wenn du kein Fahrgestell hast, dann kannst du nicht anfangen. Wir hatten eigentlich für diese Messe 2 Novums geplant,
Auf einen Moment habe ich gehört, dass es so aussah, dass es gar keine gibt, aber ich bin ganz froh, dass es doch geklappt hat, zumindest mit einer. Und dann auch noch den Grundriss, der sehr schön ist, mit 2 Einzelbetten und Garage. Das ist, glaube ich, wichtig. Also ist das so in Schweden auch? Die Leute wollen Einzelbetten? Ja, ja. Gewicht ist da eine andere Sache. Ich glaube, der Novum wird ein Erfolg sein überall, aber sicher außer Skandinavien. Das ist ganz wichtig. Also ich sag mal, Queensbed, das geht alles nicht. Du brauchst die Heckgarage und dann bleibt nicht mehr so viel übrig, oder? Das stimmt. So, da ist es. Das sind übrigens die, ich sag mal, Tagesdecken, die sind dabei, die mit da kommen. Das Erste, was ich immer mache, ich nehme sie runter und ich lasse sie zu Hause liegen, muss man sagen, weil es gibt Leute, die das auch benutzen, aber sie kommen mit und sie machen einen unglaublich wohnlichen Charakter hier drin. Ja. Das stimmt. Was Kabel-like ist hier dieses Leder hinten dran. Das ist phänomenal. Also du fühlst dich wie im Hotel. Ja, das ist kein echtes Leder, muss ich dazu sagen. Aber das findet man auch bei allen Modellen von Kabel, Wohnwagen und Reisemobile. Und das gibt auch wieder das Luxusgefühl. So, wir zeigen das mal gerade. Das ist die Garage, diese Anhebung, damit die Lenker auch reinpassen und die Fahrräder. Ja. Das ist die Transportposition. Ja. Und jetzt könntest du einfach runterdrücken, aber da muss man laut schreien unten, denn wenn jemand da die Finger dazwischen hat, ja, also das wäre nicht so gut. Besser, dass wir das jetzt nicht machen. Also immer besser von der Garage aus zumachen, würde ich sagen. So, ich bin jetzt drauf, Doppelbetten, die drauf sind. Das Ganze kannst du hier nochmal erweitern. Das ist also quasi wie bei allen anderen. Ja. Du kannst es hier ausziehen, haben ja ganz, ganz viele. Also ich sag mal multifunktionell, dass man das machen kann. Hier drunter ist noch Staufach. Hier haben wir noch 2 Staufächer. Hier eine mit Regal. Und natürlich beleuchtet, wenn du das aufmachst. Und hier auch. So, du hast keinen Trockenschrank hier drin, oder? Kann man die Dusche verwenden? Man kann die Dusche verwenden. Also es muss passieren in der Platz, was wir haben. Also kein großer ich habe ja die Wohnwagen immer noch. Ihr seid ja sensationell. Ihr verkauft immer noch viele Wohnwagen, oder? Ja, glücklich. Mach mal bitte auf, Nassbereich. Wahrscheinlich ist es die gleiche Dusche, die ich kenne. Ja. Ich werde mal das Licht anmachen. Oh, ich war ein bisschen zu schwer. So, das heißt, die Technik, das ist alles gleich. Das Duschmodul ist dasselbe. Ihr habt feste Duscharmwände, das ist wichtig. Die Pumpe, das Fahrzeug liegt sehr tief, das pumpt das Ganze ab. Das ist also auch ein Thema. Ja, wir haben ein neues Zubehör und das ist diese Duschpumpe, weil wir haben gemerkt und gehört auch von Kunden, dass wir so eine Pumpe brauchen. So, die ist jetzt eingebaut, deswegen könnt ihr das Fahrzeug sehr tief bauen. Ihr könnt das Wasser einfach umpumpen in den Wassertank, der mit drin ist. Ja. Tolles Fahrzeug, Reaktionen von den Händlern? Soweit auch von den Händlern begeistert. Die haben alle schon viele bestellt und wir sind jetzt 2 Tage unterwegs, aber wir haben schon einige verkauft, also an Privatkunden. Und viele haben darauf gewartet. Endlich ein Cabrio-Reisemobil auf 3,5 Tonnen auf Mercedes-Basis. Mhm. Vielleicht nochmal eine Ehrenrettung für Mercedes. Der ist so leise, also da habt ihr wahrscheinlich zusätzlich noch irgendwas gemacht. Ich glaube, es sind auch diese Matten, die ihr vorne reingelegt habt, weil die ja direkt am Motorraum sind. Dass du machst ihn an, du hörst den Motor gar nicht. Nee. Oder kaum. Wir haben auch bei Mercedes die Vereinbarung, dass wir alle Fahrzeuge bestellen mit Scandinavian Package, also Skandinavien Paket. Und das bedeutet unter anderem auch bessere Isolierung, was serienmäßig ist bei Mercedes. Also ist extrem leise. Er hat Automatik immer mit dabei. Er hat diesen heftigen 170 PS Motor. Ja. Da bitte den V6. Also wer V6 gewohnt ist, soll mal den 170 PS fahren. Das Ding hat richtig Power. Ist zwar nicht ganz der V6, aber die haben den Motor gegenüber dem 163 PS. Es sind Welten dazwischen, oder? Ja. Also ich habe es selbst noch nicht erfahren. Ich habe es erfahren. Ja. Also wirklich, ich bin gefahren. Ich wusste erst mal gar nicht. Dann kannst du den fahren. Ich habe ihn gefahren mit 7,8 Litern. Ja. Der 87er. Ja. Das ist unglaublich. Ist sehr gut, ja. Das ist toll. Ja klar, da war ich 87, darf er also fahren darf ich ja 107 maximal, also 100 km/h haben auf dem Tacho. Aber hier hast du den Vorteil, ich darf so schnell fahren, wie ich will. Ja. Aber ich sag mal ehrlich, wenn du Sprit sparen möchtest, so 100 ist eine gute Reisegeschwindigkeit. Aber du bist doch in Urlaub, warum machst du Stress? Du brauchst doch nicht so schnell zu fahren, eigentlich, ja? Peter. Sehr gut, hat mich gefreut, danke. Wir gehen mal raus, wir haben noch viel zu filmen heute. Hier noch ein kleines Induktionsladen ist hier vorne drauf. Die Trittstufe brauchen wir nicht, weil er so tief ist. Ja. Da kommst du raus ohne jegliche Trittstufe. Der Cabrio TM Novum 750 LGB mit Peter Flanderen.
Und das ist der Preis. 160.326 € mit der Ausstattung. Der ist natürlich jetzt richtig schön ausgestattet, der hier steht, oder? Ja, wir haben das Komfortpaket und Designpaket, was die meisten Kunden doch haben wollen. Markise haben wir und Distronic. Ja. TM Novum 750 LGB. Heute filmen wir am 28. August 2022. Der Caravan Salon. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.